Hast du dir nicht auch mal die Frage gestellt, ob du sie nicht davor hättest warnen können, wie du es hättest verhindern können, dass sie auf ihn hereingefallen ist, oder ob du nicht etwas falsch gemacht hast, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhält? Genau diese Fragen sind mir auch in den Sinn gekommen, nachdem ich erfuhr, dass meine beste Freundin jemanden in Ägypten kennengelernt hatte. Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit mehr als einem Jahr über Business und die Folgen auf. Als Dagi mir ihre Erlebnisse schilderte, habe ich mir genauso oft die Fragen irgendwann gestellt. Denn ich sah, dass etwas in ihrer Beziehung und den ganzen Drumherum nicht stimmte. Vieles hat mich auch an meine vergangene Ehe erinnert. Vielleicht habe ich deshalb auch gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Heute berichte ich euch mal anhand von unserer eigenen Geschichte, wie es sich für Angehörige anfühlen kann, wenn die Mutter, die Tochter, Schwester, vielleicht sogar sehr gute Freundin, genau das passiert. Möglicherweise findest du dich in einigen Punkten sogar wieder. Als Dagi ihren Aufenthalt in Ägypten immer wieder verlängerte, glaubte ich ihr noch, dass sie durch ihre familiären Umstände noch etwas Zeit brauchte, um das zu verarbeiten. Ich hatte sogar Verständnis dafür. Aber je öfter sie dorthin reiste, sie mir mit einigen Ausreden kam, warum sie wieder dorthin flog, vermutete ich sehr stark, dass sie jemanden kennengelernt hatte. Als ich sie danach fragte, verneinte sie immer wieder diese Frage. Aber so ganz abschütteln konnte ich diese Vermutung ehrlich gesagt nicht, denn es kamen immer nächtliche Anrufe, wenn sie in Deutschland war. Mehrmals pro Stunde trudelte eine Nachricht ein. Sie tat dann immer so geheimnisvoll, rückte mit der Sprache nicht raus. Hier verlinke ich dir mal das Video Business, Himmel und Hölle zugleich. Irgendwann, ich glaube nach etwa 2 Jahren, rückte sie mit der Sprache raus. Ich bestätigte ihr, dass ich das schon vermutet hatte. Es beruhigte mich aber auch, dass ihr Versteckspiel endlich ein Ende hatte. Sie war erleichtert, mir es endlich erzählt zu haben. Dabei gestand sie mir auch, dass ihr Betsy immer gesagt hatte, dass sie niemandem etwas von ihrer Beziehung erzählen sollte, da die meisten es nicht verstehen würden. Da brachte er doch tatsächlich seine Religion mit ins Spiel. Das war das erste Mal, dass meine Alarmglocke zu klingeln begann. Natürlich habe ich mich gefragt, hättest du etwas tun können, um das zu verhindern? Ich grübelte lange über diese Frage nach. Ich persönlich hätte sie nicht davon abhalten können, denn das hätte sie auch nicht zugelassen. Wenn ich recht überlege, kann es keiner verhindern. Es gibt immer einen Betsy, der genau ihren Schwachpunkt aufspürt. Die Manipulationen sind schleichend. Sie gaukeln dir etwas vor, was nicht vorhanden ist. Was es ist, liegt bei jedem anders, aber zurück zu meiner besten Freundin. Mit der Zeit erzählte sie mir immer öfter von ihren Erlebnissen in Ägypten, während wir immer telefonierten. Aber je länger die Beziehung ging, ich ihn auch in meinem Urlaub in Luxor kennengelernt hatte, desto mehr fielen mir Dinge auf, die nicht zusammenpassten. Wenn ich sie darauf ansprach, kamen Sätze wie »Du kennst ihn nicht so, wie ich ihn kenne« oder »Er kommt aus einer anderen Kultur«, »Er liebt mich doch ganz bestimmt, er kann es nur nicht so zeigen«, »Erkennst du etwas wieder?« In seiner Gegenwart drehte sie sich um 180 Grad. Sie war sonst eine taffe Frau, die sich nicht so leicht die Butter vom Brot nehmen ließ, aber da war sie anders. Ich merkte es, konnte es aber nicht so greifen. Aber meine kleine Alarmglocke hörte bei ihr nicht auf zu klingeln. Ich sage dir jetzt, ihre Welt war zu diesem Zeitpunkt noch rosarot gewesen. Das Bild von ihm in ihrem Kopf begann erst sehr viel später zu bröckeln. Aber ich schweife mal wieder ab. Was du vermeiden solltest, ich gebe zu, ich kann mich da nur an die eigene Nase fassen, denn ich habe aber aus diesen Fehlern gelernt. Das möchte ich jetzt an dich weitergeben. Ich begann schon nach meinem Urlaub, ihr ins Gewissen zu reden. Ich sah es als meine Pflicht, als beste Freundin an ihr zu sagen, was in meinen Augen falsch an ihrer Beziehung lag. Aber wie ich früher bei meiner toxischen Beziehung hörte sie nicht auf meine vorgebrachten Argumente. Sie machte dicht. Ich brachte so Argumente vor. Siehst du denn nicht, dass du nicht in seiner Gegenwart du selbst bist? Das schmetterte sie damit ab, dass sie ja auch ihm gegenüber sich angepasst hätte. Ich weiß, dass es dazu gehört, sich aufeinander einzustellen.
Aber da war es definitiv anders. Ich konnte nur am Seitenrand stehen und zusehen, wie sie sich immer mehr veränderte. In den Telefonaten erzählte sie mir viel von ihrem Alltag. Er manipulierte sie genau so, wie ich früher von meinem Ex-Narz manipuliert wurde. Das wechselte sich bei ihr auch immer wieder mit dem Lovebombing ab. Dann war sie wieder die größte Liebe seines Lebens und so weiter. Sie führte eine Beziehung, die mit ständigen Auf und Abs gekrönt war. War sie in Deutschland, begann das Lovebombing von vorn. War sie bei ihm in Ägypten, dann kam schnell wieder die anderen Manipulationen. Wie oft habe ich ihr erzählt, er liebt dich nicht, er empfindet keinen Respekt für dich und so weiter. Das stieß wirklich bei ihr auf taube Ohren. Hier verlinke ich dir das Video, wie der Betsy dich aus der Ferne kontrolliert. Ich begann mich dann während der Pandemie mit Business zu beschäftigen. Selbst da wollte sie es noch nicht sehen, dass sie auf einen Betsy hereingefallen war. Er hatte ja kein Geld von ihr gewollt. Was er von ihr wollte, das erfährst du in den nächsten Videos. Deshalb könnte er kein Betsy sein, aber die Realität sah anders aus. Als er sich endlich von ihm getrennt hatte, kamen dann nach und nach seine Eskapaden ans Tageslicht. Glaube mir, das war schockierend, aber das erzähle ich wie gesagt in anderen Videos. Ich fragte mich auch, warum sie sich so verhält, wie sie sich verhalten hat. In seiner Gegenwart hatte sie sich wirklich um 180 Grad gedreht. Während meiner Recherche habe ich auch einiges über das Amiga-Syndrom gelernt. Ich gestehe dir jetzt, ich selbst war bei meinem Ex-Narz in einer ähnlichen Situation. Ich habe mich beim Lesen der Texte so wiederfinden können. Dagis und auch meine Erfahrungen helfen dadurch anderen auch, ihre Seite ein bisschen nachzuvollziehen. Natürlich bekam ich während meiner Aufklärungsarbeit auch verzweifelte Bitten von Angehörigen, denen Ähnliches passiert war, deren Tochter im Urlaub einen Animateur kennengelernt hatte, sie ihm in sein Land gefolgt war. Die Eltern waren völlig verzweifelt, weil ihre Tochter den Kontakt abgebrochen hatte. Sie meinten es gut und versuchten ihr die Wohnung zu erhalten. Ihre Kreditkartenschulden übernahmen sie, selbst gerieten so in eine finanzielle Schieflage. Das Ende vom Lied war, dass die Eltern so zermürbt waren, dass sie psychologische Hilfe in Anspruch genommen hatten. Natürlich waren sie froh, dass ihre Tochter eines Tages wieder zu Hause war, aber nichts war so wie vorher. Ihre Tochter knabbert heute noch an diesem Erlebnis. Ich habe noch einen anderen Fall. Eine junge Frau, mitten im Berufsleben stehend, reiste im Urlaub. Sie lernte ihren Betsy kennen. Er wollte nie Geld von ihr, sondern heiraten. Was glaubt ihr, was passierte? Nach der Heirat wurde sie schwanger. Sie arbeitete in ihrem Beruf in ihrer Heimat weiter, sendete ihrem Ehemann immer wieder Geld für den Sprachkurs. Dieser Kurs kam aber nie zustande. Er hatte immer eine andere Ausrede parat, warum es mit den Papieren und so weiter nicht klappte. Um ihr noch weiter Sand in die Augen zu streuen, war es sogar seine Idee gewesen, ihren Namen dann in Deutschland anzunehmen. Jedes Argument, was vorgebracht wurde, schmetterte sie ab. Die Familie ist so weit, sie in Ruhe ihre eigenen Erfahrungen sammeln zu lassen. Wir wissen, wie es enden wird. Mich erreichen verzweifelte Hilferufe von Angehörigen. Es ist immer wieder dasselbe. Die Familie, Freunde vermuten, dass sie auf einen Betsy hereingefallen ist. Sie hat einen jüngeren Mann kennengelernt, ihre ganzen Ersparnisse sind mittlerweile aufgebraucht. Was aber viel schlimmer ist, sie ist für die Sorgen und Argumente ihrer engsten Angehörigen nicht zugänglich. Natürlich stellen sich die Familie, Freunde, Partner auch die Frage: Was haben wir falsch gemacht? Haben wir überhaupt etwas falsch gemacht? Auf diese Frage gibt es keine klare Antwort. Eins steht fest, es setzt ein Gedankenkarussell in Gang, das schwer zu stoppen ist. Für Eltern ist es eine starke Belastung, wenn ihre Tochter jemanden kennengelernt hat, der sie nicht nur finanziell, sondern auch emotional ausnutzt. Ich meine, diese absolute Hilflosigkeit, nichts tun zu können, ist für jeden eine Ausnahmesituation, den so manchen hat zusammenbrechen lassen. Andere wiederum sparten auch nicht mit gut gemeinten Argumenten, aber dieser Schuss ging nach hinten los. Ich hatte sogar einen verzweifelten Vater, der seine Tochter aus den Fängen des Betsys zurückholen wollte. Und
Kam sie mit? Was meinst du? Nein. Dieser blinde Aktionismus hat seine Tochter nur noch stärker an diese Beziehung festhalten lassen. Ich weiß selbst, wie schwer es ist, ohnmächtig am Rand zu stehen und zuzuschauen. Das kann sehr belastend für dich sein. Deshalb kann ich dir nur raten, suche dir jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst. Im Internet findest du Foren, Seiten und Gruppen, die dir dabei weiterhelfen können. Ich möchte dir noch ans Herz legen, ein Ultimatum zu stellen. Bringt dich nicht weiter, auch wenn es aus Sorge passiert. Sie wird sich schon allein aus Trotz für ihren Betsy entscheiden, denn die Manipulationen sitzen tief. Er hat es geschafft, ihr das Gefühl, alle sind gegen unsere Beziehung einzupflanzen. Jetzt fragst du dich auch, was du stattdessen tun kannst. Als ich merkte, dass ich mit meinen Argumenten nicht weiterkam, hatte ich ein offenes Ohr für sie. Ich hörte mir ihre Geschichten an, brachte dann auch hin und wieder etwas zur Sprache, über das sie nachdenken musste. Manchmal braucht es eine gewisse Weile, bis sie es bemerkte, also habe Geduld. Ich wünschte meiner besten Freundin jedes Mal eine gute Reise, wenn sie wieder abflog. Auch wenn es hart klingt, wenn du nicht zur indirekten Geldquelle für den Betsy werden willst, dann bezahle nicht die Schulden. Denn dieses Geld hat sie ihrem Betsy schon gegeben. Ihre Schulden zu begleichen wird ihn nur noch mehr dazu ermutigen, sie weiterhin finanziell auszupressen wie eine Zitrone. Umschiffe auch ein „Das habe ich dir doch gleich gesagt“. Genau das liegt dir aber auf der Zunge, wenn sie sich bei dir meldet und ihr Leid klagt, denn das will keiner hören. Es ist auch verletzend, diese besserwisserische Art, ich weiß es selber. Ihre Zweifel waren durchaus präsent, aber dieser Satz lässt sie sich von dir noch weiter entfernen. Ich habe meine Freundin schon während der Beziehung, vor allem wenn sie wieder in einem Tief war, emotional beigestanden. Ich hörte ihr zu, war also für sie präsent. Hat mich das frustriert? Ja. Und wie? Ich habe mir oft die Haare gerauft, als sie mir mit den typischen Argumenten kam. Sie hielt lange an dieser Beziehung fest. Dafür hatte sie ihre Gründe. Aber irgendwann kam der Augenblick, wo sie ihn so sah, wie er wirklich war. Dieser Schleier vor den Augen war dann weg und sie sah damit einmal klarer. Diesen Moment gilt es auch für dich abzuwarten. Glaube mir, dann ist es immer noch nicht vorbei. Während der Trennung kam dann das übliche Lovebombing. Er hat alle Register gezogen, damit sie zu ihm zurückkam. Ihr wurde das Blaue vom Himmel versprochen, aber alles hat nicht funktioniert. Gott sei Dank funktionierten auch seine Beeinflussung nicht mehr. Er hat auch seine anderen Manipulationen abgezogen, aber mit mäßigem Erfolg. Bei meiner Freundin stieß er auf taube Ohren. Ihr privates Umfeld half Dagi dabei, damit klarzukommen. Genau das rate ich jetzt dir auch. Sei für sie da. Hilf ihr, sich wieder zurechtzufinden, aber fordere nicht zu viel von ihr. Eine toxische Trennung zu verarbeiten kostet viel Zeit und auch Kraft. Also sei da geduldig. Du siehst, auch ich habe einige Fehler in Bezug auf meiner besten Freundin gemacht. Manche Beziehungen innerhalb einer Familie oder auf Freundschaft können einer Belastungsprobe ausgesetzt sein. Entscheidend ist aber, wie ihr beide mit der Situation umgeht. Wenn du mehr über die Dynamiken innerhalb einer Business-Beziehung wissen willst, dann schau dir unsere Playlist Betsy Stories an. Dort beschreibe ich gewisse Strukturen innerhalb einer Betsy-Familie und auch wie ein Betsy seine Freundin manipuliert. Ich habe sie dir hier oben verlinkt. An welchen Punkten hast du gemerkt, dass sie jemand kennengelernt hat? Wie bist du damit umgegangen? Schreib mir das mal in die Kommentare. Vielen Dank für deine Zeit.